Nachdem wir unsere Vorräte aufgefüllt haben, verlassen wir Dus in Richtung Süden. Das war die letzte Stadt. Vor uns liegen nun hunderte von Kilometern Sandwüste. Endlich geht es in die Sahara. Der Ort, von dem wir schon so viel gehört haben, der von vielen als absoluter Sehnsuchtsort beschrieben wird, um den sich Geschichten und Legenden ranken. Wenn an all diesen Geschichten nur ein Funken Wahrheit ist, dann erwartet uns jetzt ein großes Abenteuer. So, Funkgerät ausgeliefert. Jetzt geht's los. Reisegruppe ist komplett. Noch nicht ganz, aber es kann schon losgehen. Wo ist denn die andere Funke? Stimmt, weil eigentlich sind wir, wenn wir nachher, glaube ich, 4 oder 5 LKW, die sich jetzt so gefunden haben. Erst war gar keiner da und jetzt sind es 5 geworden. Aber ist doch cool. Ist auch voll schön. Das ist bestimmt die Abkürzung hier. Ja, ist auch. Dann soll die andere Straße fahren. Ja, noch Spuren, ne? Ja, aber ich bin nicht mehr. Ich muss eigentlich mehr nach links. Oh, ja. Ja, das passt schon. Nee, ach nee, wir kommen da wieder rauf auf den Weg. Perfekt. Da lang? Ja, jetzt rüber. Oh. Geil. Das macht so richtig Spaß. Ja, das macht wirklich Spaß. Ja. Also man sieht es nicht, aber wir haben uns gerade richtig schön verschränkt. Ja, eine Düne links, eine rechts. Das ja, wir sind richtig schön gehüpft. Im Moment sind wir mit 2 anderen Fahrzeugen unterwegs, eine kleine entspannte Gruppe. Die Dünen sind klein und es gibt fast immer einen erkennbaren Weg. Außerdem ist die Hauptpiste, die Dus und Xagilan verbindet, noch in Reichweite. Das gibt uns die perfekte Gelegenheit, alles in Ruhe auszuprobieren und wertvolle Erfahrungen zu sammeln. Und natürlich kommt der Spaß nicht zu kurz. Mhm. Eingeparkt, ja, ja. So ein Spinner. Naja, ist ein bisschen schräg. Guck mal, hier kommt mal richtig geiler Einstieg. Die Höhe ist... Da griemelt er wieder. In sin so long, all the feels are gone. Fella stopped me on the street last night, said everything's alright. Roller coaster, make it through the day upright. It seems your meal ticket is gone, but life goes on. I could never imagine something better. Yeah, right. Now you're cooking on high heat in the middle of the street. Ich glaube, wir haben den ersten in der Runde, der feststeckt. Let's go! All sing your highline with the roller coaster of life. Da kommt
nächste Horde Schaulustiger. Choose your timeline on the roller coaster of life. Oh, you seem to easily forget how to place your bet. When everyday life gets you down, you gotta steal the crown. Got to own it. Don't bitch and moan about it, please. God forbid you scrape your knees, and it's nothing to sneeze at. Oh, I've told you over and over again. You gotta get both hands around it and make your own plans. Roller coaster, it's taking over. It's about time. Oh, oh, sing your highline on the roller coaster of life. You've got to all choose your timeline. Ja, wir warten auf ein Kamelrennen. Genau, wir sind jetzt hier mitten in der Wüste. Also das Festival in Dus, das läuft aktuell halt immer noch. Wir hatten uns das jetzt ja angeguckt und sind jetzt halt mit unserer Wüstentour aufgebrochen. Mit unserer Reisegruppe. Mit unserer kleinen Reisegruppe, die hat sich so auf dem Campingplatz zusammengefunden. Aber es war eigentlich von vornherein auch der Plan, weil gerade wenn man in die Wüste fährt, ist es eigentlich schon immer ganz gut, dass man ein bisschen Sicherheit hat, dass man nicht alleine fährt. Haben wir jetzt ja mitbekommen mit den 3 LKW, wo die Antriebswelle kaputt gegangen ist, als sie ihn rausziehen wollten. Und Ja, das wünscht man niemandem. Also Nee. wir hoffen ja, dass das bei uns dass jetzt alles heil bleibt. Und Genau. das ist natürlich ganz gut, wenn man da ein paar Leute dabei hat, dass man sich gegenseitig helfen kann. Genau. Da sind wir auch ganz glücklich drüber, dass wir jetzt nicht alleine hier reinfahren müssen. Und heute geht halt der Kamelmarathon durch die Wüste, also es ist ein Halbmarathon. Und hier sind so eine Fahnen und wir sind der Meinung, das ist die Route, wo die Kamele langlaufen sollen. Aber wir wissen es natürlich nicht genau. Wir sind gespannt, ob die wirklich kommen. Ja, aber weil die Fahnen sind gerade erst aufgestellt, also weil die sind auch ganz frisch eingebuddelt. Das hat man gesehen. Ja. Und das scheint hier nämlich diese Marathonroute zu sein. Und deswegen warten wir jetzt hier so ein bisschen ab, bis die Kamele kommen. Und ja, bevor es dann heute irgendwie weitergeht. Ja, ein paar Kilometer fahren wir auf jeden Fall noch weiter und dann. Auch mit dem Sandfahren hier, das macht schon richtig Spaß. So diese kleinen Dünen, das ist schon ganz cool. Also, Ja, dein Grinsen, das. ja, wir haben hier gestern halt ein bisschen rumprobiert mal, was so das Fahrzeug kann und was wir so können. Und das sind ja alles nur so ja, kleine Dünen. Man merkt halt auch, man muss das ganze Zeug, was so im Auto liegt, alles wirklich gut sichern. Also da... Ja, wir hatten zum Glück sowieso schon alles auf den Boden runtergelegt. Ja, wir haben halt ein bisschen Probleme, wir haben ein bisschen viel Proviant, das steht halt auf dem Boden und das rutscht jetzt natürlich immer auf dem Boden durch die Gegend. Da fehlen uns ein paar Staufächer und Befestigungsmöglichkeiten. Ja, man nimmt ja auch genug mit in die Wüste, ne? Also so Trinkwasser und so, dass man da auf jeden Fall genug dabei hat. Ja. Und jetzt wollen wir aber weiter Richtung Süden, Genau, zu nach so einem Nationalpark. Ja, erst kommt noch so ein Nationalpark, da ist irgendwie auch so ein kleines Museum wohl noch. Müssen mal gucken, ob wir da eine Genehmigung kriegen, ob wir in dem Nationalpark passieren dürfen. Jetzt müssen wir so ein bisschen außen rumfahren und dann geht es Richtung Tembeen. Das sind so ein paar relativ bekannte Felsen und da gibt es auch ein paar Camps. Also da wird ein bisschen mehr los sein, denke ich mal. Ich denke, da fahren die ganzen Touren auch sowieso hin. Und, Ja. und dann schauen wir mal weiter, also wie wir dann mit unserer Reisegruppe so vorankommen. Noch sind keine Dromedare zu sehen. 2 LKW fehlten noch, um unsere Reisegruppe zu vervollständigen. Als diese im Laufe des Vormittags eintreffen und noch immer keine Dromedare in Sicht sind, entscheiden wir uns dazu aufzubrechen. Aber das mit der Karte und dem Track, das passt ziemlich exakt, muss ich sagen.
Stück vorgefahren? Ja. Ja, ich habe zu knapp geparkt, ne? Ja, ich hab nicht gedacht, dass der Rattenschwanz, den wir mitziehen, so lang ist. Es könnte hier gut möglich sein, dass wir... Okay. Na gut, Navigation brauchen wir jetzt gerade nicht. Oha. Ach du meine Güte, ach du meine... Ja, du musst weiterfahren. Die anderen brauchen Platz. Da oben ist, glaube ich, eine gute Stelle. Ihr könnt auch hier lang fahren. Oh, ihr biegt auch ab. Oh, guck mal, da wie so das Sand aus der Flurfein. Vorne oder aus dem Licht? Ja. So, jetzt müssen wir mal gucken. Einer unserer Gruppe ist verloren gegangen, der Steier steckt fest. Der Abstand wird immer größer. Kommt nicht schneller. Oder ist irgendwas kaputt? Weil an dem Ende kann man doch noch gar nicht stecken bleiben, oder? Ja, deswegen meinte ich, er guckt ja schon wieder runter. Ja, das ist ein bisschen Er komisch. hat sich wirklich eingegraben. Also ich meine, du kannst ja auch auf dem Weg nach oben stecken bleiben und dann nicht so weit buddeln. Das geht Ja, schon. oder er lässt einfach nur Luft ab. Ja, vielleicht lässt er mehr Luft ab. Weil er hat noch über 3, glaube ich, drauf. Ach so, das ist zu viel bestimmt. Ja, Fehlalarm. Der Steier steckt nicht fest, er lässt nur Luft ab. Na gut. Wir haben übrigens erst 8 Kilometer geschafft, ne? Wir haben schon 8 Kilometer geschafft. Ja, stimmt. Man muss es optimistisch formulieren. Wenn Ja. wir so weitermachen, könnte es noch fast klappen. Und unsere Tagesziel von 20 Kilometer. Ja, man ist aber echt langsam unterwegs. Natürlich auch, wenn man in der Gruppe unterwegs ist, sowieso. Dann immer anhalten, Bilder machen. Aber macht richtig viel Spaß. Ist schön. So krass, wie weich dieser Sand ist. Das ist ja alles noch ganz easy. Oh, Kante. Ich weiß nicht, ob man schon von einer Panne sprechen kann, aber die ersten kleinen Reparaturen sind im Gange. Am Gasgestänge des Mercedes hat sich etwas verklemmt, sodass das Pedal manchmal nach Vollgas nicht mehr zurückkommt. Das ist beim Fahren in den Dünen etwas ungünstig, da es oft 1 oder 0 heißt. Aber auch das ist schnell behoben. Das
Café am Ende des Universums, am Rande des Universums. Café am Ende des Universums. Wir wollten, glaube ich, die Motorradfahrer hin. Ja, das kann sein. Ich sehe sie nicht. Sind vielleicht nur noch weitergefahren. Wir haben natürlich über das Buch Das Restaurant am Ende des Universums von Douglas Adams gesprochen. Darin gibt es ein ganz besonderes Restaurant. Es ist in einer Zeitblase eingeschlossen und befindet sich buchstäblich am Ende von Raum und Zeit. Das ist die Straße. Das ist die Straße, ja. Das ist doch gut. Wollen wir dann weiter nach... Warten wir mal jetzt. Ja.